Unser nächstes Microscale-Haus soll dann auf Säulen stehen. Darum habe ich jetzt mal hier meine Technik-Kramkiste rausgeholt. Mal schauen, ob ich da irgendwelche nützlichen Teile drin finde, woraus wir Säulen bauen können. Ich habe da auf jeden Fall schon so eine kleine Idee im Kopf. Dann liegen hier diese Transclear-Steine, weil ich am liebsten auch noch eine Art Wintergarten bauen möchte. Und unten im Gebäude soll dann am besten auch noch eine Bäckerei oder ein Café sein. Also, wenn ihr nichts verpassen wollt, am besten dranbleiben. Hey Freunde des kleinen Maßstabs, ich begrüße euch zum 10. Update meiner Microscale-Welt. Ja, heute bauen wir das nächste Haus und das soll dann genau hier vorne auf die Ecke kommen. Ich habe da schon so einige Ideen, aber wir schauen mal, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Letztes Mal habe ich ja im Endeffekt diesen ganzen Podest hier gebaut, dann natürlich die Ufermauer mit den Details und die erste Brücke, die über unseren Kanal rüberführt. Ja, wenn ihr euch das Update anschauen wollt mit den ganzen Details, würde ich mich sehr darüber freuen. Packe ich euch natürlich in die Endcard und in die Videobeschreibung. Jetzt gehe ich noch einmal mit euch rum. Jetzt das Ganze mal aus einer anderen Perspektive. Ja, hier könnt ihr unsere Brücke noch mal sehen mit dem ja beschädigten Pflasterstein, wo ich in Zukunft bestimmt noch mal rangehen werde. Da kam ja auch der Tipp in den Kommentaren, diese Beschädigung vielleicht ein bisschen zu verkleinern. Da fehlen mir aber noch die Teile, da müssen wir noch ein bisschen warten. Dann hier unten der Uferbereich mit den Bänken, den Laternen, der Treppe im Hintergrund und natürlich auch unserem Grünzeug, wo sich noch ein Eingang hinter verbirgt. Aber dazu schaut euch gerne das letzte Update an. Jetzt werde ich die Kamera mal abstellen, um euch mal hier in Ruhe zu zeigen, was ich hier links schon gebaut habe. Ja, was habe ich hier jetzt genau vor bzw. geplant? Ja, die Idee fing erstmal ganz woanders an. Ich habe mir überlegt, ich möchte hier wieder nicht eine normale Bootsgarage machen, sondern möchte hier das Ganze mit Säulen gestalten, wo unser Gebäude dann zum Teil draufsteht. Aber diese Säulen wollte ich dann nicht mit wollte ich dann nicht mit Plates oder Bricks bauen, sondern dann ist mir diese Idee gekommen mit diesen Technikstangen, wo ich dann ja nochmal extra hier hoch bin und ein bisschen rumexperimentiert habe. Ja, dann ist mir aufgefallen, diese Technikstangen, die haben nicht diese normalen Plates oder Brickhöhen. Ja, also da kommen wir so ein bisschen von diesen normalen Maßen weg und das hat zur Folge, dass ich mir da was anderes überlegen musste. Ja, dann könnt ihr sehen hier vorne, aber das ist ja auch genau das, was mir Spaß macht. Da habe ich was in Snot-Bautechnik gebaut. Ich hätte natürlich diese Stange auch irgendwie anders bauen können, aber das hätte mich natürlich dann nicht gereizt. Das heißt, ich habe hier diese beiden Teile gebaut, wo wir dann einmal diese Brick Modified eingesetzt haben, wo dann die Noppen nach oben zeigen, damit wir dann später hier hinten, wo wir dann die Plate wieder draufsetzen können, damit das Ganze stabil ist. Ja, und jetzt werde ich diese beiden Teile einmal reinsetzen, um euch zu zeigen, wie das dann fertig aussieht. Ja, so sieht das Ganze dann fertig gebaut aus. Also die Snot-Bautechnik ist jetzt hier eingesetzt. Dann habe ich auch oben schon mal eine Plate hier drauf gedrückt, damit ihr sehen könnt, wie das Ganze dann später miteinander verbunden wird, beziehungsweise das Ganze stabil wird. Dann habe ich natürlich wieder ein bisschen was abgeändert, weil mir hier noch eine andere Idee gekommen ist. Und zwar habe ich jetzt hier nicht überall diese Eckfliesen, wie ich sie vorher hatte, sondern habe dann bei jedem zweiten so eine 1x1er Plate eingebaut. Sieht für mich irgendwie stimmiger aus und hat natürlich dann zur Folge, dass diese Eckfliesen eher als Stützkonstruktion rüberkommen für die obere Etage. Ja, und das macht für mich Sinn. Dann habe ich einmal unten noch diese beiden Bootshalterungen mit eingebaut und natürlich auch die Treppe, die dann zu der Tür führt, die dann in unser Haus führt. Ja, und die Säulen werden natürlich gleich noch folgen. Mal schauen, wie sich das Ganze jetzt hier noch weiterentwickelt, was mir da noch so einfällt. Aber ich gucke einfach mal. So, das Grundkonzept bzw. die Grundidee für das Haus steht. Ja, ich weiß nicht, wer von euch selber Mocks baut. Vielleicht ganz kurz zur Erklärung, wenn man so einen Mock baut, ob Microscale oder normaler Maßstab, ist ja im Endeffekt egal. Man kommt immer wieder auf neue Ideen. Man hat so eine Grundidee im Kopf, dann baut man, dann denkt man, oh nee, das sieht irgendwie nicht aus, da muss noch was anderes rein, da muss noch eine Verzierung rein. Ja, und so entwickelt sich dann ein Haus. Ne? Erst denkt man natürlich darüber nach, wo kommt das Haus hin, das haben wir geklärt. Wie groß soll es werden? Ja, da habe ich auch so ein Grundkonzept im Kopf. Und was für eine Form soll dieses Haus haben? Mir war zum Beispiel hier bei dem Haus wichtig, dass wir hier kein normales quadratisches Haus bauen. Darum könnt ihr hier sehen, das Haus wird hier über Ecken verlaufen, aber das zeige ich euch natürlich später. Ja, und diese ganzen Verzierungen oder wie ich das gebaut habe, hat sich natürlich alles entwickelt. Erst sollte es komplett grau werden, das war mir aber zu langweilig. Wir haben ja diesen Vorplatz hier auch ziemlich grau gefliest, dann die Brücke in grau, natürlich Sand Green und wir haben auch hier dieses Dark Tan in der Mauer, aber irgendwie sah das für mich nicht aus. Also dachte ich mir, zu bunt? Nee, darf auch nicht, weil wir haben das bunte Hotel daneben. Also baue ich hier weiß mit rein. Aber natürlich nicht normale Mauern mit normalen Steinen. Nein, ich habe mir da was anderes überlegt. Darum haben wir das Ganze mit Fliesen jetzt hier gemacht. Da haben wir hier einmal diese Mauer mit diesem Brick Modified, wo ich jetzt gerade drauf zeige, die so leicht nach hinten versetzt sind. Und über den Fenstern habe ich diese Brick Modified genommen. Hat dann natürlich zur Folge, das wollte ich auch,
dass hier diese Fliesen leicht nach vorne stehen, also über die anderen Fliesen hinaus. Dann habe ich hier noch diese Blume mit angebracht. Ja, kam ja noch später die Idee, hatte ich auch zuerst auch nicht. Und dann hier außen diese Säule mit diesem Plate Modified. Dann habe ich rechts hier, könnt ihr das sehen, da musste ich mir ein bisschen was anderes überlegen, weil das Ganze wäre hier nicht bündig gewesen, weil selbst bei diesem Brick Modified, die nach hinten versetzt sind, steht die Fliese natürlich leicht über den Brick hinaus. Also hätten wir das hier nicht bündig gekriegt. Darum habe ich hier einmal diesen Brick Modified einen Knob nach hinten versetzt und dann mit zwei Plates und einer Fliese aufgefüllt. Ja, und so könnt ihr sehen, sieht die Ecke dann perfekt aus. Ja, und jetzt gehe ich mal mit euch rum, zeige euch, was ich hier rechts schon gebaut habe, weil man kann hier natürlich in unser Café, Bäckerei reinschauen. Also musste ich mir da auch irgendwas überlegen und wollte auch mir irgendwas überlegen, dass das Ganze nicht so langweilig aussieht und vor allem auch realistisch aussieht. Ja, hier könnt ihr mal das Café bzw. die Bäckerei von innen sehen mit der Auslage, wo das Brot reinkommt, wo ich dann oben diese Plate Modified in Weiß drauf gesetzt habe. Dahinter steht dann unsere Mikrofigur. Hinter der Mikrofigur sieht so ein bisschen aus wie Regale oder Fächer, wo dann Brot drin liegen kann. Ist natürlich Glück, weil das sind diese Brick Modified, die wir ja eben verwendet haben. Dann hier vorne die Kasse. Im Hintergrund noch ein Backofen mit transparenten Plates. Wenn wir das dann später beleuchten, müsste das echt klasse aussehen. Dann habe ich zwei Türen gebaut. Eine Tür, die hier in das Café führt und eine Tür, die dann noch in die Wohnung führt, die im ersten Stock entstehen wird. Und schon ist die Etage fertiggestellt. Nee, Quatsch, hat natürlich ein bisschen länger gedauert, weil mir wieder ein paar Ideen gekommen sind, wie ich hier unsere Vorderseite gestalten möchte. Ne, ich habt ja eben schon gesehen, ich habe hier diesen Eingang und dann wollte ich hier aber unbedingt auch diese beiden bodentiefen Fenster haben. Das hat aber zur Folge, dass das Gebäude ein bisschen breiter geworden ist. Und zwar um 3 Noppen nach rechts. War aber kein Problem. Ich musste nur diesen Unterbau, blende ich euch mal kurz das Foto ein, diese Snobbautechnik natürlich dann auch nach rechts nochmal ein bisschen vergrößern, damit das Gebäude hier später auch stabil dann aufsetzt. Dann habe ich hier vorne noch ein Croissant angebracht, damit selbst die Touristen erkennen, dass es sich hier um Bäckerei oder um Café handelt. Natürlich auch die Halterung für unser Schild, wo dann später Café draufstehen wird. Um die Bedruckung der Schilder werde ich mich natürlich noch kümmern, aber das schiebe ich noch ein bisschen nach hinten. Hier vorne werden natürlich auch noch Fensterscheiben reinkommen. Die werde ich dann beim nächsten Mal bei Bricklink bestellen. Dann habe ich hier vorne natürlich diesen Versatz auch, den hatte ich euch ja eben schon erklärt. Das habe ich dann einmal durch diese 1x2er Fliesen hier gelöst. Aber hier in der Tür wollte ich es anders machen. Da ist mir die Idee gekommen, dass wir doch hier eine 1x1er Plate und eine 1x1er Fliese einfach nur kippen können. Und die passt dann hier perfekt da rein. Und ich denke, das fügt sich doch ganz gut hier in unser Gesamtbild. Ja, und jetzt gehe ich einmal mit der Kamera rum, um euch die Rückseite zu zeigen. So, jetzt mal hier aus der Perspektive, als ob wir in der Gondel sitzen würden, könnt ihr euch die Rückseite anschauen. Unten habe ich dann noch ein Fenster hier in unsere Ufermauer reingebaut und dann natürlich oben unsere weiße Mauer mit den Fenstern und den Verzierungen. Ich werde das Gebäude jetzt gleich aber auf jeden Fall nochmal abnehmen, weil ich ja nicht die beiden, sondern die Säulen noch bauen möchte für den vorderen Bereich und dann werde ich euch die Seite natürlich dann auch nochmal zeigen. Wie versprochen nochmal kurz die Rückseite aus einer anderen Perspektive, damit ihr euch nochmal besser anschauen könnt, was ich hier so gebaut habe. Dann kurz zur Orientierung. Hier rechts ist ja dann die Bootsgarage und links haben wir dann dieses braune Fenster gehabt in der Ufermauer. Dann möchte ich jetzt als nächstes auf jeden Fall die Säulen bauen. Also wenn ihr das nicht verpassen wollt, bleibt am besten dran. Und dann geht es ja auch schon direkt an die erste Etage. Da habe ich ja schon ein paar Ideen, die möchte ich ja auf jeden Fall anders gestalten. Da soll ja so eine Art Wintergarten oder sowas entstehen. Ja, hier könnt ihr dann alle 4 Säulen sogar sehen, hinten im Hintergrund die sogar ein bisschen verschwommen 4. Säule. Wenn das dann später mal alles beleuchtet sein wird, und ich denke, das wird richtig knaller aussehen, kann man es natürlich alles ein bisschen besser da unten erkennen. Ja, ich wollte ja, wie gesagt, das Ganze nicht aus Plates oder Round Plates bauen, sondern hatte hier die Idee mit diesen Technikstangen und Technikteilen. Habe dann ja, wie gesagt, ein bisschen rumgekramt in meiner Kiste und so einiges gefunden und habe natürlich jetzt ganz viele Ideen gesammelt für zukünftige Säulen, die hier noch vielleicht in unserer oder sehr wahrscheinlich noch in unserer Kanalstadt auftauchen werden. Bin dann im Endeffekt bei dieser Endvariante gelandet. Da würde mich jetzt natürlich mal auch total eure Meinung in den Kommentaren interessieren, aber natürlich auch zum Rest des Hauses. Ja, da habe ich einmal diese Technikstange in Dark 10 genommen, die liegt hier vorne, lege ich nochmal kurz den Fokus ein bisschen drauf. Dann haben wir diese beiden etwas schmaleren Ringe in Light Blue Grey und den etwas breiteren Technikring in Light Blue Grey. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie die Teile heißen, aber ich denke, man kann das ganz gut erkennen. Ja, und die habe ich dann im Endeffekt zusammengesteckt und so sieht dann die Endvariante aus. Dann habe ich die komplette erste Etage auch schon fertig gebaut, auch wenn man es in dieser Einstellung nicht erkennen kann. Da zeige ich euch jetzt zuerst mal die Rückseite, bevor wir dann zur Vorderseite kommen.
Ich habe hier ein Foto gemacht nochmal extra, bevor ich das Gebäude draufgesetzt habe, damit man das nochmal alles ein bisschen besser erkennen kann. Ich habe im Endeffekt hier die Erdetage, ich glaube, zweimal wieder abgeändert, weil das von der Anordnung irgendwie der Fenster für mich überhaupt nicht passte. Ich habe, glaube ich, im Endeffekt alle Varianten durchgespielt und bin dann bei dieser Variante gelandet und das sieht für mich einfach am besten aus. So, jetzt werde ich mich auch gleich auf jeden Fall an das Dach rangeben, möchte aber vorher nochmal ganz kurz euch die Vorderseite zeigen. Hier wollte ich euch jetzt vor allem nochmal zwei Sachen zeigen. Zum einen den Wintergarten, wie unsere Inneneinrichtung da aussieht und nochmal kurz auf das Geländer eingehen, was ich da gebaut habe. Erst zum Wintergarten, da habe ich zum einen so eine Sitzgelegenheit reingebaut, dann hier vorne der kleine Tisch, eine kleine Blume mit, ja, mit einem Blumentopf da unten und dann hier in der Ecke noch ein kleiner Schrank, wo wir dann natürlich auf der Rückseite dann unsere Ranke befestigt haben, wo dann auch noch ein kleines Blümchen dran ist. Hier habe ich, wie ihr sehen könnt, dann wieder so ein Brick Modified mit Noppe genommen. Ja, da wird natürlich jetzt gleich alles verglast. Oben ich möchte irgendwie versuchen, dass ich hier vielleicht so eine Art schräges Glasdach drauf baue, aber möchte da nicht ein Formteil von Lego nehmen, sondern möchte das irgendwie selber bauen. Ich schaue mal, was ich da so hinkriege. Ja, und dann hier nochmal ganz kurz zum Geländer. Da könnt ihr ja sehen, da habe ich dann auch wieder so eine Technikstange genommen, beziehungsweise zwei Technikstangen, die dann durch dieses Teil hier verbunden sind, was da in der Mitte ist. Einmal nochmal kurz den Fokus drauf. Genau, und dann diese Ringe, die ihr ja eben schon gesehen habt. So, und jetzt rufe ich mal sofort die Dachdecker an, weil wir müssen jetzt das Dach bauen. Da schaue ich mal, das möchte ich jetzt sehr wahrscheinlich in Grau machen, weiß aber noch nicht genau, was ich da bauen möchte. Ja, ich lasse mir das mal einfach durch den Kopf gehen und ihr werdet es ja sofort sehen. So, da habe ich den Wintergarten fertig gebaut. Ich finde, der passt hier echt super auf die Ecke. Der fügt sich hier super ein und lockert das Ganze natürlich auch nochmal ein bisschen auf. Das Dach werde ich jetzt gleich hier oben drauflegen. Das wollte ich euch aber auch nochmal kurz zeigen. Vorher nochmal ganz kurz, wie ich das gebaut habe. Man kann es ja im Endeffekt sehen. Ne? Ganz unten habe ich eine Plate-Reihe, dann zweimal diese Transclear Steine, also zwei Reihen mit Transclear Steinen. Und oben dann nochmal Plate zum Befestigen und die vorderste Reihe habe ich dann Slopes genommen, damit wir gleich, wenn wir das Dach drauflegen, damit wir das in einer Ebene haben. Genau, und hier unten links könnt ihr euch das Dach mal anschauen, was ich gleich, wie gesagt, kippen werde. Das habe ich außen mit Plates gebaut und in der Mitte ist dann diese Glasscheibe. Und da ist dann noch ein Lüftungsgitter eingebaut, weil ja so ein Wintergarten natürlich im Sommer vor allem eine Klimaanlage benötigt, sonst wird das dann natürlich ein bisschen zu heiß drin. So, jetzt lege ich das Dach mal hier oben auf unseren Wintergarten drauf und zeige euch mal, wie das dann im Endprodukt aussieht. Ja, und das fügt sich hier perfekt ein. Der kann auch nicht runterfallen, weil ich in der Mitte hier Plates gesetzt habe. Das heißt, wir können den hier so schieben und der fällt nicht runter. Genau, und jetzt baue ich auf jeden Fall mal das Dach von unserem Haus fertig. Zeige euch nochmal kurz den Wintergarten aus der anderen Perspektive. So, dann hier nochmal aus der Vogelperspektive. Ja, es hat sich auf jeden Fall meiner Meinung nach gelohnt, hier oben dieses Fenster mit einzubauen, weil man ja echt alles klasse erkennen kann, was ich da so reingebaut habe. Ich werde jetzt sofort mit dem Dachbau starten. Ich wollte euch aber nochmal ganz kurz unser Haus hier aus dieser Einstellung zeigen, mit der Brücke im Hintergrund, mit dem Wintergarten. Ich finde, das sieht doch echt klasse aus. Auch und mit dieser Bootsgarage. Ich freue mich schon darauf, wenn ich dann endlich die Bootsgarage unten beleuchten kann. So, und jetzt ran ans Dach. So, das Dach habe ich dann auch fertiggestellt. Das war natürlich auch wieder ein Hin und Her. Vor allem war es diesmal ganz interessant. Ich wollte das von vornherein eigentlich mit Slopes bauen hier in der Mitte und habe aber dann festgestellt, ja, aber in der Farbe habe ich gar nicht genug Slopes da und habe halt dann ein bisschen hin und her getestet und dann ist mir hier die Idee gekommen, das ganze Dach doch mit Fliesen zu bauen. Und ja, wie das manchmal so ist, in der Not kommen einem, finde ich, ganz gute Ideen. Und für mich sieht das sogar noch besser aus, als wenn wir das jetzt hier mit Slopes gebaut hätten. Dann habe ich auf den Außen hier dieses Gemäuer gemacht mit den unterschiedlichen Verzierungen. In der Mitte dann diese Techniksteine, um da auch nochmal eine andere Optik zu erzeugen. Und dann habe ich hier noch, ja, so halb links einen Kamin hingesetzt, weil wir brauchen natürlich einen Kamin, wenn wir hier eine Bäckerei oder ein Café haben. Ich kann euch mal kurz zeigen, wie ich diesen Kamin gebaut habe. Da habe ich im Endeffekt, ja, zwei Slopes genommen und die daran gedrückt und dann musste ich natürlich dann auch das Dach in genau den richtigen Winkel bringen, dass der Kamin oben, ja, in einer, wie nennt man das, in einer horizontalen ist, ja, also dass der hier oben gerade ist und nicht nachher noch krumm oder schief. Aber ich würde sagen, das ist mir doch ganz gut gelungen, ja, und diese Dachteile sind im Endeffekt, also diese Fliesen sind im Endeffekt auf Plates gedrückt und die sind da dann nur reingelegt. In der Mitte habe ich dann ja so einen Balken gebaut mit Fliesen, zeige ich euch auch mal kurz auf dem Foto. Da wird das dann im Endeffekt abgelegt und ja, dann sieht es dann genauso aus, wie es hier aussieht.
Wenn euch das Update jetzt hier gefallen hat oder allgemein euch meine Gebäude gefallen, ihr meinen Kanal, meinen kleinen Kanal ein bisschen pushen wollt, freue ich mich natürlich tierisch über Kommentare, über Daumen bzw. Likes und würde mich natürlich auch über ein Abo freuen, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt. Hat natürlich für euch den riesen Vorteil, dass ihr kein weiteres Update verpasst. Ja, und mit diesen letzten weisen Worten würde ich mich dann auch verabschieden. Ich wünsche euch alles Gute, macht euch noch einen schönen Tag, bis zum nächsten Update. Ciao, ciao, euer Bricks im Kopf.